Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein Rezept für einen XXL Schokoriegel. Und zwar gibt es heute ein XXL Maß. Dafür als erstes eine ca. 30 cm lange Backform mit etwas Öl einfetten und die Form anschließend so glatt wie möglich mit einem Bogen Frischhaltefolie auskleiden. Als nächstes 150 Gramm Vollmilchschokolade über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen, in die Form gießen und mit einem Pinsel am Boden und den Seiten der Form verstreichen, die Backform danach zur Seite stellen, die Schokolade aushärten lassen und weiter geht's mit der Karamellschicht, dafür 200 Gramm Zucker, 130 Gramm Traubenzucker, 200 Milliliter Sahne und 75 Milliliter Wasser in einen großen Topf geben, alles mit einem Schneebesen verrühren, bei mittlerer Hitze erwärmen und so lange weiter rühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat und die Zuckermasse anfängt zu köcheln. Dann aufhören zu rühren und das Karamell ca. 5 bis 6 Minuten köcheln lassen. Dabei immer mal wieder mit einem Zuckerthermometer die Temperatur kontrollieren und sobald das Karamell eine Temperatur von 120 Grad erreicht hat, den Topf vom Herd ziehen und anschließend in die vorbereitete Backform gießen. Die Form in den Kühlschrank stellen und dann für mindestens eine Stunde aushärten lassen. Als nächstes kümmern wir uns um die Nougat-Schicht. Dafür 3 Eiweiß, eine Prise Salz und 2 Päckchen Vanillezucker in eine große Rührschüssel geben. Mit einem Mixer ca. 1 Minute verquirlen, bis das Eiweiß halb steif ist und weiche Spitzen formt. Das Eiweiß danach zur Seite stellen und für den Zuckersirup 250 Gramm Zucker, 130 Gramm Traubenzucker und 110 Milliliter Wasser in einen Topf geben, bei maximaler Hitze erwärmen, dabei ständig mit einem Schneebesen verrühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat und der Sirup anfängt zu köcheln. Dann aufhören zu rühren, den Sirup ca. 5 bis 6 Minuten sprudelnd köcheln lassen und auch hier immer mal wieder die Temperatur mit einem Zuckerthermometer kontrollieren und sobald wir eine Temperatur von 150 Grad erreicht haben, den Sirup vom Herd ziehen und anschließend vorsichtig in einem dünnen Strahl zum halbsteifen Eiweiß gießen, dabei mit einem Mixer unterrühren und sobald ihr den kompletten Sirup dazugegeben habt, für weitere 2 bis 3 Minuten auf höchster Stufe weiter mixen, bis die Nougatmasse deutlich dicker und zähflüssiger ist. Anschließend müssen wir nur noch 200 Gramm grob gehackte Vollmilchschokolade dazugeben, die Schokolade mit einem Teigschaber unter die Eiweißmasse heben und so lange verrühren, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Die Nougatmasse anschließend auf die Karamellschicht gießen, so gut es geht glatt streichen und danach für eine weitere Stunde im Kühlschrank aushärten lassen. Sobald die Oberfläche etwas fest geworden ist, 150 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade in die Form gießen, mit einem Pinsel gleichmäßig in der Form verstreichen und das XXL Maß danach für mindestens 4 Stunden, am besten aber über Nacht im Kühlschrank komplett fest werden lassen. Im Prinzip könnte man das Maß jetzt so servieren, aber damit es schöner aussieht, verpassen wir dem Schokoriegel noch einen finalen Schokomantel. Dafür an der Frischhaltefolie aus der Form heben, vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen, dann die Folie abziehen, die Arbeitsplatte mit einem Bogen Backpapier auslegen, mittig 2 gleich große Kaffeetassen darauf platzieren, das Maß vorsichtig auf die Tassen setzen und dann mit weiteren 300 Gramm geschmolzener Vollmilchschokolade übergießen, bis der gesamte Riegel mit Schokolade überzogen ist. Die Schokolade ca. 10 Minuten fest werden lassen, dann die Schokospitzen am unteren Rand des Riegels mit einem Messer entfernen und mit einem Löffel auf der Oberfläche das typische Muster andeuten. So sieht das fertige XXL Maß dann aus.
Jetzt schneide ich es noch einmal an. So sieht es von innen aus. Hier das Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.